Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Emma, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht's gut, danke. Heute möchte ich über etwas Wichtiges sprechen. Ich habe eine Lücke in meinem Lebenslauf und ich bin mir nicht sicher, wie ich das in meinen Vorstellungsgesprächen erklären soll. Das verstehe ich. Eine Lücke im Lebenslauf kann ein schwieriges Thema sein. Ich kann dir helfen zu üben, wie du darüber sprichst. Danke, Tom. Ich schätze deine Hilfe wirklich. Ich habe etwa ein Jahr lang nicht gearbeitet und jetzt mache ich mir Sorgen, dass Arbeitgeber diese Lücke sehen und denken, dass ich keine gute Kandidatin bin. Viele Menschen haben aus verschiedenen Gründen Lücken in ihren Lebensläufen. Es ist wichtig, die Lücke klar und positiv zu erklären. Was war der Grund für deine Lücke? Ich habe mir ein Jahr Zeit genommen, um mich um meinen kranken Elternteil zu kümmern. Es war eine sehr herausfordernde Zeit für mich, aber ich möchte jetzt wieder arbeiten. Das ist ein sehr ehrlicher Grund. Wenn du deine Lücke erklärst, kannst du sagen, dass du Zeit gebraucht hast, um deiner Familie zu helfen. Das zeigt, dass du verantwortungsbewusst und fürsorglich bist. Ja, ich möchte erklären, dass ich während dieser Zeit nicht gearbeitet habe, aber viele Fähigkeiten gelernt habe. Ich habe viele Aufgaben zu Hause erledigt und mein Zeitmanagement verbessert. Das ist großartig. Du kannst auch erwähnen, dass du während deiner Auszeit einige Online-Kurse gemacht hast, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Hast du Kurse besucht? Ja, ich habe einige Online-Kurse in digitalem Marketing und Projektmanagement gemacht. Außerdem habe ich viele Bücher gelesen und an einigen Workshops teilgenommen. Das ist sehr gut. Du kannst sagen, dass dir diese Aktivitäten geholfen haben, in deinem Bereich auf dem Laufenden zu bleiben. Du kannst erklären, dass die Lücke eine Zeit des persönlichen Wachstums war. Mir gefällt diese Idee. Ich möchte den Arbeitgebern zeigen, dass ich, auch wenn ich nicht in einem Job war, an mir gearbeitet habe. Genau. Wenn du über die Lücke sprichst, kannst du Formulierungen wie „Ich habe eine Auszeit genommen, um mich um meine Familie zu kümmern“ oder „Ich habe diese Zeit genutzt, um meine Fähigkeiten zu verbessern“ verwenden. Es ist wichtig, ehrlich zu sein, aber auch darauf zu fokussieren, was du während der Lücke gelernt hast. Das werde ich üben. Ich möchte klar und selbstbewusst sein, wenn ich meine Lücke erkläre. Können wir ein Rollenspiel machen? Ich würde gerne ein Vorstellungsgespräch üben, in dem ich meine Lücke erkläre. Natürlich, Emma. Ich werde dir einige Fragen stellen und du kannst sie beantworten, als wären wir in einem echten Vorstellungsgespräch. Danke, Tom. Ich bin bereit zu üben. Lass uns anfangen. Hallo Emma, danke, dass du heute zu diesem Vorstellungsgespräch gekommen bist. Hallo, Tom. Danke, dass ich hier sein darf. Kannst du mir bitte von deiner Berufserfahrung erzählen? Ja, ich habe 3 Jahre lang als Marketingassistentin in einem kleinen Unternehmen gearbeitet. Ich habe bei den sozialen Medien, dem Schreiben von E-Mails und der Planung von Veranstaltungen geholfen. Ich habe viele Fähigkeiten in Kommunikation und Teamarbeit gelernt. Das ist eine gute Erfahrung. Ich sehe, dass es eine Lücke in deinem Lebenslauf gibt. Kannst du diese Lücke erklären? Ja, ich habe ein Jahr lang eine Auszeit genommen. Ich habe mir diese Zeit genommen, um mich um meinen kranken Elternteil zu kümmern. Es war eine sehr wichtige Zeit für mich und meine Familie. Ich verstehe. Sich um ein Familienmitglied zu kümmern, ist eine große Verantwortung.
Was hast du während dieses Jahres gemacht? Während dieses Jahres habe ich viele Aufgaben zu Hause erledigt. Ich habe gelernt, gesunde Mahlzeiten zu kochen, ein Budget zu verwalten und tägliche Zeitpläne zu planen. Außerdem habe ich einige Online-Kurse in digitalem Marketing und Projektmanagement gemacht. Ich wollte weiterhin lernen und in meinem Bereich auf dem Laufenden bleiben. Das ist sehr positiv. Viele Menschen nutzen ihre Freizeit, um neue Fähigkeiten zu lernen. Wie denkst du, hat dich diese Lücke verändert? Diese Lücke hat mir viel über Zeitmanagement und Verantwortung beigebracht. Ich habe gelernt, dass ich mit schwierigen Situationen umgehen kann und trotzdem an meinem persönlichen Wachstum arbeiten kann. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster und bereit, wieder zu arbeiten. Das ist eine großartige Antwort. Du hast eine herausfordernde Zeit in eine Gelegenheit zum Lernen und Wachsen verwandelt. Warum möchtest du jetzt wieder arbeiten? Ich möchte wieder arbeiten, weil ich es vermisse, Teil eines Teams zu sein und an kreativen Projekten zu arbeiten. Ich bin gespannt darauf, meine Fähigkeiten in einem neuen Job einzusetzen und einem Unternehmen zu helfen, zu wachsen. Danke, Emma. Du hast deine Lücke sehr klar erklärt. Ich schätze deine Ehrlichkeit und die positive Art, wie du über deine Erfahrungen sprichst. Danke, Tom. Ich habe viel geübt und fühle mich jetzt selbstbewusster. Ich freue mich, dir beim Üben zu helfen. Denk daran, viele Menschen haben Lücken in ihren Lebensläufen und es ist wichtig, sie ehrlich zu erklären. Du kannst sagen, dass die Lücke eine Zeit des persönlichen Wachstums und Lernens war. Ja, ich werde diese Idee in meinen Vorstellungsgesprächen verwenden. Ich möchte zeigen, dass ich eine starke Kandidatin bin, auch mit einer Lücke. Du bist eine starke Kandidatin, Emma. Deine Berufserfahrung und die Fähigkeiten, die du während deiner Lücke gelernt hast, machen dich zu einer guten Wahl für viele Jobs. Danke, Tom. Ich fühle mich jetzt besser in Bezug auf meinen Lebenslauf. Ich werde meine Antworten üben und mit Selbstbewusstsein in meinen Vorstellungsgesprächen sprechen. Ich glaube an dich, Emma. Du wirst in deiner Jobsuche erfolgreich sein. Hast du noch andere Fragen zu Vorstellungsgesprächen oder deinem Lebenslauf? Ich habe noch eine Frage. Was soll ich sagen, wenn der Arbeitgeber mich fragt, warum ich so lange nicht gearbeitet habe? Wie sollte ich darauf antworten? Du kannst antworten, dass du aus persönlichen Gründen eine Auszeit genommen hast. Dann erkläre, dass du diese Zeit genutzt hast, um dich um deine Familie zu kümmern und deine Fähigkeiten zu verbessern. Konzentriere dich immer auf die positiven Dinge, die du gelernt hast. Das ist eine gute Idee, das werde ich auch üben. Danke für deine Hilfe, Tom. Ich fühle mich jetzt besser auf meine Vorstellungsgespräche vorbereitet. Gern geschehen, Emma. Ich freue mich, dir zu helfen. Denk daran, ehrlich zu sein und klar zu sprechen. Deine Erfahrungen sind wertvoll und du hast viel zu bieten. Ich werde weiter üben. Ich weiß, dass ich mit mehr Übung selbstbewusster sein werde. Ich werde mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass viele Menschen Lücken in ihren Lebensläufen haben und dass es in Ordnung ist, sie zu erklären. Ja, viele Menschen stehen vor ähnlichen Situationen. Was zählt ist, wie du es erklärst. Du kannst sagen, ich habe eine Auszeit genommen, um mich um meine Familie zu kümmern, und während dieser Zeit habe ich neue Fähigkeiten erlernt und bin als Person gewachsen. Das zeigt, dass du verantwortungsbewusst und proaktiv bist. Mir gefällt dieser Satz. Ich werde ihn in meinen Vorstellungsgesprächen verwenden. Danke, dass du mir beim Üben geholfen hast, Tom. Ich fühle mich jetzt viel besser in Bezug auf meine Jobsuche. Ich freue mich, dir zu helfen, Emma. Du arbeitest hart daran, dein Deutsch und deine beruflichen Fähigkeiten zu verbessern.
Ich weiß, dass du Erfolg haben wirst. Ich werde weiter meine Antworten üben und neue Wörter lernen. Ich möchte in meinen Vorstellungsgesprächen klar und selbstbewusst sein. Das ist ein großartiger Plan. Du kannst auch mit Freunden üben oder vor einem Spiegel sprechen, um dich selbst zu sehen. Ich werde das tun. Ich werde jeden Tag üben, bis ich mich sehr sicher fühle. Ich bin mir sicher, dass du erfolgreich sein wirst. Denk daran, eine Lücke in deinem Lebenslauf bedeutet nicht, dass du weniger qualifiziert bist. Sie zeigt, dass du Lebenserfahrung hast und Herausforderungen überwinden kannst. Ja, das glaube ich auch. Danke für deine netten Worte, Emma. Ich fühle mich positiver in Bezug auf meine Zukunft. Ich werde hart an meinem Lebenslauf arbeiten und meine Antworten für das Vorstellungsgespräch üben. Du machst das großartig, Tom. Übe weiter und du wirst bald einen guten Job finden. Das werde ich. Danke noch einmal für deine Hilfe heute. Ich habe viel darüber gelernt, wie ich meine Lücke positiv erklären kann. Gern geschehen. Ich bin immer hier, um dir beim Üben zu helfen und deine Ziele zu unterstützen. Möchtest du noch mehr Fragen üben oder über ein anderes Thema sprechen? Ich würde gerne mehr Vorstellungsgesprächsfragen üben, wenn du welche hast. Sicher, ich kann dir weitere Fragen stellen. Lass uns unser Rollenspiel fortsetzen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Bitte stelle mir mehr Fragen. Großartig. Lass uns wieder anfangen. Hallo Tom, kannst du mir von deinen Stärken und Fähigkeiten erzählen? Hallo Emma. Ja, ich habe viele Stärken. Ich bin ein guter Kommunikator, arbeite gut im Team und bin sehr organisiert. Ich habe auch Fähigkeiten im digitalen Marketing und Projektmanagement. Das ist sehr gut. Kannst du mir ein Beispiel für eine Situation geben, in der du diese Fähigkeiten eingesetzt hast? Ja, in meinem letzten Job habe ich an einem Projekt gearbeitet, um unsere Präsenz in den sozialen Medien zu verbessern. Ich habe das Projekt geplant, den Inhalt geschrieben und mit dem Designteam zusammengearbeitet. Wir haben unsere Follower in 3 Monaten um 30% erhöht. Das ist ein ausgezeichnetes Beispiel. Jetzt kannst du mir von einer Herausforderung erzählen, der du begegnet bist und wie du sie gelöst hast. Einmal hatten wir ein Problem mit einer Marketingkampagne. Die Anzeigen erhielten nicht viele Klicks. Ich schlug vor, die Bilder und den Text zu ändern. Nach der Änderung wurde die Kampagne erfolgreich und wir erhielten viele positive Rückmeldungen. Das zeigt, dass du kreativ bist und Probleme lösen kannst. Warum möchtest du für unser Unternehmen arbeiten? Ich möchte für Ihr Unternehmen arbeiten, weil ich Ihre innovativen Projekte und Ihr Engagement für Qualität bewundere. Ich glaube, dass ich zu Ihrem Team beitragen und neue Fähigkeiten erlernen kann. Danke, Tom. Du hast alle Fragen sehr gut beantwortet. Ich bin mir sicher, dass du in deinen Vorstellungsgesprächen großartig abschneiden wirst. Danke, Emma. Ich fühle mich nach dem Üben mit dir viel sicherer. Ich werde diese Antworten verwenden und weiter üben, bevor meine Vorstellungsgespräche stattfinden. Denk daran, langsam und deutlich zu sprechen. Es ist wichtig, dein Selbstbewusstsein zu zeigen. Ja, das werde ich üben. Ich werde auch ein paar Fragen vorbereiten, die ich dem Interviewer stellen kann. Das ist eine gute Idee. Fragen zu stellen zeigt, dass du am Unternehmen interessiert bist. Ich werde einige Fragen zu den Projekten des Unternehmens und dem Team, mit dem ich arbeiten würde, vorbereiten. Perfekt. Möchtest du jetzt eine Frage üben? Ja, bitte. Welche Frage sollte ich stellen? Du kannst fragen, können Sie mir mehr über das Team erzählen, mit dem ich arbeiten würde? Oder was sind die wichtigsten Projekte für diese Position?
Das sind gute Fragen. Ich werde üben, sie zu stellen. Danke für deine Hilfe, Emma. Ich fühle mich bereit, mich jedem Vorstellungsgespräch zu stellen. Gern geschehen, Tom. Ich freue mich, dir zu helfen. Denk daran, Übung macht den Meister. Übe jeden Tag weiter und du wirst dich verbessern. Das werde ich. Ich plane, vor dem Spiegel zu üben und auch mit meinen Freunden. Das ist ein großartiger Plan. Üben vor einem Spiegel kann dir helfen, deine Mimik und Körpersprache zu sehen. Ja, ich möchte auch an meiner Körpersprache arbeiten. Ich werde lächeln und aufrecht stehen, wenn ich spreche. Lächeln und Aufrechtstehen zeigen Selbstbewusstsein. Du wirst in deinen Vorstellungsgesprächen gut abschneiden. Danke noch einmal, dass du mir beim Üben geholfen hast. Ich habe heute so viel darüber gelernt, wie ich meine Lücke erkläre und Vorstellungsgesprächsfragen beantworte. Ich freue mich, dir helfen zu können, Tom. Du arbeitest hart und ich weiß, dass du Erfolg haben wirst. Hast du noch abschließende Fragen zu deinem Lebenslauf oder den Vorstellungsgesprächen? Nein, ich fühle, dass ich heute genug geübt habe. Ich werde meine Notizen durchsehen und weiter alleine üben. Das ist eine gute Idee. Du kannst auch deine Antworten aufschreiben und sie jeden Tag lesen. Das werde ich tun. Ich möchte sicherstellen, dass ich mir alles merke. Ich bin mir sicher, dass du das schaffen wirst. Danke für deine Zeit heute, Emma. Ich fühle mich viel selbstbewusster in Bezug auf meine Jobsuche. Gern geschehen, Tom. Ich bin immer hier, um dir beim Üben zu helfen und deine Ziele zu unterstützen. Viel Glück bei deinen Vorstellungsgesprächen. Ich weiß, dass du großartig abschneiden wirst. Danke, Emma. Ich werde dich über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Ich freue mich darauf, von deinem Erfolg zu hören. Lass uns bald wieder üben. Ja, das würde ich sehr gerne. Hab einen schönen Tag, Tom. Bis zum nächsten Mal. Hab einen schönen Tag, Emma. Auf Wiedersehen. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ich sage immer Hallo zu meinen Freunden. Er winkt und ruft Hallo von der anderen Seite der Straße. Geht. Geht. Er geht zur Schule. Es geht mir gut. Wo geht der Weg hin? Heute. Heute. Heute ist ein schöner Tag. Ich habe heute viel zu tun. Wir gehen heute ins Kino. Wichtiges. Wichtiges. Das Wichtiges ist auf dem Tisch. Er hat mir das Wichtiges erklärt. Wir müssen das Wichtiges zuerst erledigen. Lücke. Lücke. Die Lücke im Zaun ist groß. Ich muss die Lücke in meinem Wissen schließen. Er fand eine Lücke im Zeitplan. Lebenslauf. Lebenslauf. Mein Lebenslauf ist aktuell. Ich habe meinen Lebenslauf aktualisiert. Der Lebenslauf ist wichtig für die Bewerbung. Vorstellungsgesprächen. Vorstellungsgesprächen. Ich habe Angst vor Vorstellungsgesprächen. Vorbereitung auf Vorstellungsgesprächen ist wichtig. Er hat viele Vorstellungsgesprächen in dieser Woche. Verstehe. Verstehe. Ich verstehe die Frage nicht. Kannst du das bitte wiederholen? Ich verstehe. Es ist wichtig, dass du verstehst, was ich sage. Schwieriges. Schwieriges. Die Prüfung war sehr schwieriges. Ich mag keine schwieriges Aufgaben. Es ist ein schwieriges Thema zu besprechen. Üben. Üben. Ich möchte täglich üben. Wir müssen für die Prüfung üben. Kannst du mir helfen, das Klavier zu üben? Kandidatin. Kandidatin.
Die Kandidatin hat viele gute Ideen. Ich unterstütze die Kandidatin in ihrem Wahlkampf. Die Kandidatin spricht fließend mehrere Sprachen. Gründe. Gründe. Es gibt viele Gründe, warum Menschen reisen. Seine Gründe sind für mich nicht klar. Die Gründe für die Entscheidung sind wichtig. Verantwortungsbewusst. Verantwortungsbewusst. Er ist sehr verantwortungsbewusst in seiner Arbeit. Ein verantwortungsbewusstes Verhalten ist wichtig für das Team. Sie zeigt sich immer verantwortungsbewusst gegenüber ihren Freunden. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ich habe viele Fähigkeiten. Ihre Fähigkeiten sind beeindruckend. Wir sollten unsere Fähigkeiten gemeinsam verbessern. Zeitmanagement. Zeitmanagement. Gutes Zeitmanagement ist wichtig für den Erfolg. Sie lernt Zeitmanagement, um ihre Aufgaben besser zu organisieren. Effektives Zeitmanagement hilft, Stress zu reduzieren. Online-Kurse. Online-Kurse. Online-Kurse sind sehr beliebt. Ich lerne viel durch Online-Kurse. Viele Menschen nehmen an Online-Kursen teil. Projektmanagement. Projektmanagement. Projektmanagement ist wichtig für den Erfolg eines Projekts. Gutes Projektmanagement hilft, Zeit und Ressourcen zu sparen. Im Unterricht lernen wir die Grundlagen des Projektmanagements. Herausfordernde. Herausfordernde. Die Aufgabe war herausfordernde. Er mag herausfordernde Spiele. Sie liebt herausfordernde Bücher zu lesen. Erfahrungen. Erfahrungen. Ich habe viele Erfahrungen im Leben gesammelt. Diese Erfahrungen helfen mir, bessere Entscheidungen zu treffen. Wir teilen unsere Erfahrungen mit anderen Menschen. Positiv. Positiv. Das Ergebnis ist positiv. Ich fühle mich positiv. Er hat eine positive Einstellung. Warum hat Emma eine Lücke in ihrem Lebenslauf? Was möchte Emma während ihrer Vorstellungsgespräche zeigen? Was bedeutet das Wort Lücke in diesem Kontext? Wie verwendet man das Wort verantwortungsbewusst richtig? Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.